Herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach den Schnitt eures Lieblingsshirts abnehmen könnt. Ihr braucht dafür nur eine Vorlage, also euer Lieblingsshirt, und Schnittmusterpapier. Wir pausen zunächst einmal die Rückseite ab. Hierfür legen wir das Oberteil in der Mitte bündig übereinander und legen es auf das Schnittmusterpapier und zeichnen hier einfach die Konturen des Oberteils nach. Für die Armkurve werden die Ärmel einfach beiseite geklappt und auch hier die Konturen der Armkurve nachgezeichnet. Den Halsausschnitt zeichne ich mir hier einfach freihand ein. Hier alles nochmal mit einem dickeren Stift nachgezeichnet, damit ihr das besser seht. Zudem habe ich mir überall, wo genäht wird, eine Nahtzugabe von 1 cm eingefügt und unten eine Saumzugabe von 2 cm. Ich finde, das macht sich immer recht gut und dann braucht man das im Nachhinein nicht mehr einzeichnen. Genau das gleiche machen wir jetzt auch mit dem Vorderteil. Dieses legen wir auch in der Mitte bündig zusammen, fixieren es vielleicht mit ein paar Nähgewichten und zeichnen auch hier die Konturen einmal nach. Um eine gerade Linie an Saum und Bruch zu zeichnen, nehme ich hier einfach mein Quiltlineal zur Hilfe. Die Punkte für den Halsausschnitt verbinde ich hier wieder freihand. Jetzt füge ich wieder die Nahtzugabe von 1 cm ein und unten natürlich auch eine Saumzugabe von 2 cm. Das Vorderteil ist somit auch fertig und jetzt geht es an den Ärmel. Hier müsst ihr beachten, dass es einen vorderen und einen hinteren Ärmel gibt. Auch hier pausen wir erstmal die Konturen der einen Seite ab. Und hierfür nehme ich einfach mein Quiltlineal zur Hilfe. Für die Armkurve schlage ich mir dann auch wieder alles beiseite und pause auch hier die Armkurve einmal nach. Die andere Seite des Ärmels wird nun bündig an die eben gezeichnete Linie angelegt
und auch hier die Konturen einmal nachgezeichnet. Ihr solltet euch dann hier noch markieren, was der vordere Ärmelteil und was der hintere Ärmelteil ist. Abschließend wird dann hier auch noch eine Nahtzugabe von 1 cm eingefügt, und zwar überall da, wo genäht wird, und unten eine Saumzugabe von 2 cm. Jetzt muss das Ganze noch ausgeschnitten werden und fertig ist der Schnitt von eurem Lieblingsoberteil. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch mein Video gefallen hat bzw. weitergeholfen hat. Falls ja, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Video, eure Stoffmieze.